Zwei beliebte Spieleklassiker mal anders. Carcassonne Labyrinth vereint das Beste aus zwei Welten. Das verrückte Labyrinth begeistert seit 40 Jahren Familien weltweit. Und Carcassonne ist seit 25 Jahren ein internationaler Spielehit. Nun treffen sich beide Klassiker in einer völlig neuen Spielweise. Wer am cleversten schiebt und gleichzeitig am geschicktesten baut, gewinnt diese kreative Neuinterpretation zweier zeitloser Familienspiele. Legt den Spielplan in die Mitte. Mischt die 56 Landschaftsplättchen mit der hellen Rückseite verdeckt. Legt davon 16 zufällige Plättchen offen in die Lücken des Spielplans. Nehmt von den übrigen Landschaftsplättchen 10 Plättchen pro Person und stapelt sie als allgemeinen Vorrat verdeckt neben dem Spielplan. Das ist der Nachziehstapel. Sucht euch jeweils eine Farbe aus und stellt den entsprechenden Miepel auf das Drachenplättchen in der Mitte des Spielplans. Führt nun alle jeweils folgende Schritte durch. Mische die 8 Schatzplättchen deiner Farbe und lege sie als verdeckten Stapel vor dich. Das ist dein Schatzplättchenstapel. Stelle die Krone deiner Farbe daneben. Sie ist dein Plättchenhalter. Ziehe das oberste Schatzplättchen von deinem Stapel. Stelle es so in deine Krone, dass nur du den gesuchten Schatz sehen kannst. Nimm dir ein Startplättchen mit der dunklen Rückseite und lege es offen vor dich. Es bildet den Beginn deiner eigenen Landschaft. Leg die Wappenkarte neben den Spielplan und alle Wappenmarker darauf. Leg daneben die Schatzkarte und darauf alle Schatzmarker. Sie bilden den jeweiligen Vorrat. Sucht aus den Auftragskarten den Kronenauftrag Meiste Wappen, markiert mit 1a heraus. Legt ihn mit der Seite 2 bis 4 nach oben neben die anderen Karten. Wer sich zuletzt verlaufen hat, beginnt. Danach spielt ihr reihum im Uhrzeigersinn. Wenn du an der Reihe bist, schaust du dir zunächst an, welcher Schatz auf dem Schatzplättchen auf deiner Krone abgebildet ist. Das ist dein gesuchter Schatz. Dann führst du folgende 4 Aktionen in dieser Reihenfolge aus. Landschaftsplättchen einschieben, das ist eine verpflichtende Aktion. Als nächstes kannst du optional laufen und einen Schatz finden. Dann erweiterst du deine Landschaft, das ist wieder eine Pflichtaktion. Und als letztes kannst du, wieder optional, Städte und Straßen abschließen. Anschließend ist die nächste Person am Zug. Durch das Verschieben der Plättchen im Labyrinth versuchst du, einen Weg für deinen Miepel zu schaffen, um deinen gesuchten Schatz zu erreichen. Dazu musst du das oberste Plättchen vom Nachziehstapel nehmen und es an einer beliebigen Stelle in das Labyrinth einschieben. Wo du es einschieben kannst, zeigen dir die Pfeile am Rand des Spielplans. Schiebe das Plättchen so weit ein, dass auf der gegenüberliegenden Seite genau ein Landschaftsplättchen aus dem Labyrinth herausgeschoben wird. Schiebst du dabei deinen eigenen oder einen fremden Miepel aus dem Labyrinth heraus, musst du diesen sofort auf der gegenüberliegenden Seite auf die Straße des neu eingeschobenen Landschaftsplättchens stellen. Wichtig: Du musst in deinem Zug ein Landschaftsplättchen einschieben, auch dann, wenn du deinen Schatz ohne Verschieben erreichen könntest. Nach dem Verschieben darfst du mit deinem Miepel auf den Straßen des Labyrinths laufen. Du darfst auf jedes Plättchen laufen, das du über verbundene Straßen erreichen kannst. Du darfst auch durch Wälder, zum Beispiel auf Kreuzungen, laufen. Nur durch oder auf Städte und Wiesen darfst du nicht laufen. Du darfst so weit laufen, wie du möchtest und auch an anderen Miepeln vorbeilaufen. Du darfst auf einem Plättchen deiner Wahl anhalten. Es spielt keine Rolle, ob dort bereits ein Miepel steht. Du darfst dich auch entscheiden, mit deinem Miepel nicht zu laufen. Wichtig: Bist du einmal stehen geblieben, darfst du in diesem Zug nicht nochmal laufen. Steht dein Miepel nach dem Laufen auf dem Plättchen, auf dem dein gesuchter Schatz abgebildet ist? Super, dann hast du ihn gefunden. Wichtig: Du findest den Schatz nur, wenn du auf dem Plättchen stehen bleibst. Zur Belohnung darfst du dieses Schatzplättchen in deine Landschaft einbauen. Dazu gleich mehr. Nimm es von deiner Krone und lege es offen vor dich. Stelle im Anschluss das oberste Schatzplättchen von deinem Schatzplättchenstapel auf deine Krone. Es zeigt deinen nächsten gesuchten Schatz. Nun musst du das Landschaftsplättchen, das du gerade aus dem Labyrinth herausgeschoben hast, an deine Landschaft anlegen. Hast du zusätzlich ein Schatzplättchen erhalten, legst du es jetzt ebenfalls an. Die Reihenfolge, in der du die Plättchen anlegst, darfst du frei wählen. Wichtig: Beim Anlegen musst du folgende Regeln beachten.
Du darfst das Plättchen beliebig drehen. Du musst es passend an mindestens ein ausliegendes Plättchen in der eigenen Auslage anlegen. Passend heißt, dass an allen angrenzenden Seiten des Plättchens eine Straße von einer Straße erweitert wird, eine Wiese von einer Wiese oder eine Stadt von einer Stadt. Durch das Anlegen von Plättchen kannst du Städte und Straßen in deiner Landschaft abschließen. Eine Stadt ist abgeschlossen, wenn sie vollständig von Mauern umgeben ist und kein Loch im Inneren hat. Eine Straße ist abgeschlossen, wenn sie an allen Enden in eine Stadt oder einen Wald führt. Sie ist ebenfalls abgeschlossen, wenn sie einen in sich geschlossenen Rundweg bildet. Hast du eine Stadt oder Straße abgeschlossen, schaust du, ob Schätze und/oder Wappen abgebildet sind. Dann legst du auf jedes Wappen, das in der Stadt oder neben der Straße ist, einen Wappenmarker aus dem Vorrat. Auf jeden Schatz legst du den entsprechenden Schatzmarker. Du kannst in deinem Zug mehrere Städte oder Straßen abschließen. Das Spiel endet nach dem Zug, in dem der Nachziehstapel leer geworden ist. Ihr wart dann alle genau 10 Mal an der Reihe. Nun schaut ihr, wer gewonnen hat. Führt dazu folgende Schritte aus. Zählt zuerst, wer von euch die meisten Wappenmarker in der eigenen Landschaft gesammelt hat. Dafür gibt es eine Belohnung, mehr dazu gleich. Stapelt nun jeweils alle Plättchen und Marker aus eurer eigenen Landschaft zu einem Turm. Beginnt mit euren Start-, Landschafts- und Schatzplättchen und stapelt darauf eure gesammelten Wappen und Schatzmarker. Die nicht erfüllten Schatzplättchen vom Schatzplättchenstapel und in der Krone kommen zur Seite. Stellt zuletzt euren Miepel oben auf euren eigenen Stapel. Wer die meisten Wappenmarker gesammelt hat und damit den Kronenauftrag erfüllt hat, stellt statt des Miepels die Krone auf den eigenen Stapel. Bei einem Gleichstand machen das alle daran Beteiligten. Vergleicht nun die Höhe aller Stapel samt Miepel oder Krone. Wer den höchsten Stapel hat, gewinnt das Spiel. Bei Gleichstand gewinnen alle daran Beteiligten gemeinsam.